Das ist natürlich der absolute Hammer. Hier schön auf Hecht an der Tunguska. Darth Anakin hat geschrieben, Alten, 3. Hecht-Trophy schon hier an der Tunguska. Und das klingt doch super, da muss ich doch hin, da muss ich doch testen. Erster Wurf, zack, Hecht-Trophy. Nicht schlecht, oder? Also, gerade hin zum Spot, ausgeworfen und instant. Instant, da ballert's hier rein, beziehungsweise nicht ganz. Erster Wurf, es war der zweite Wurf, denn der erste Wurf ging erstmal schön in das verdammte Holz, also in den Baum rein. Und was macht der Wurf im Baum? Er vertüdelt sich, er vergriesgnaddelt sich, er verhakt sich und zack, war natürlich wieder vorbei. Also erstmal wieder losruppen das Ganze. Klappt aber auch, kann ich gleich auch nochmal zeigen, denn da gibt es ja auch immer mal wieder noch Fragen zum Losruppen, wenn man mal einen Hänger hat. Gibt zwar auch schon ein paar Videos dazu, exakt auch hier an der Tunguska zu dem Thema und auch beim Hechtangeln, aber ich zeige das gerne nochmal. Zack, und da ist der nächste. Ja, und solange die jetzt alle so hier schön reingehen, ne, bin ich da ganz zufrieden. Ich muss gar nicht viel auswerfen. Ja, ich sehe hier unten, ja, ich bin ein bisschen überladen. Ich habe auch nochmal extra große Haken drauf gemacht, denn ich will ja hier auch die Trophys haben, ist ja klar. Und vielleicht sogar noch mehr als Trophy. Und ja, da muss ich natürlich jetzt gerade ein bisschen leiden. Ist jetzt gerade nicht so ideal. Deswegen probiere ich es jetzt hier erstmal noch mal ein bisschen rum und gucke, was geht. Aber ich muss auch so ein bisschen Führung testen. Was soll ich jetzt großartig schon erzählen? Also nach 2, 3 Würfen und sofort die Trophy, da kann ich natürlich noch nicht viel erzählen, außer es scheint, dass es hier geht. Und Darth Anakin hatte das auch im Discord gepostet, beziehungsweise auch heute im Livestream-Chat nochmal gesagt, 3 Trophys, 3 Hecht-Trophys hier gefangen. Steht, glaube ich, auch in den Rekorden. Wir gucken mal eben rein. Wöchentliche Rekorde, Hecht. Und ich glaube, in den deutschen Rekorden zumindest. Zack, Hecht, da. The Darth Anakin, jawohl. Und zwar hier mit 16,9, fast 17 Kilo Hecht. Das ist mal nicht schlecht. Das ist tatsächlich mal nicht schlecht. Also, da gehen wir doch gerne rein. International. Oh. Ladoga Archipel, wöchentliche Rekorde. Da scheint aber Super Trophy Alarm zu sein. Joint Balsa 140 am Archi. Wenn du weißt, wo es diese Fische gerade gibt, gerne in die Kommentare reinschreiben, an welcher Stelle, an welchem Spot am Archipel die Super Trophys gefangen werden. Alter, bald 30 Kilo Hechtmutti. Was ist das denn, Aber ich bin auch hier vom Land aus super zufrieden. Hecht lohnt sich. Hecht lohnt sich mehrfach. Und ja, ich würde auch sagen, solche Stellen wie diese jetzt hier kann man auch durchaus mal testen mit anderem Köder. Also wenn du sagst, boah, Alter, hier so ein Nagetierköder, die sind aber teuer mit 150 Silber, tut das Not? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tut das nicht Not. Wahrscheinlich kann man sich hier sogar mit einem dicken, fetten Blinker einfach hinstellen und vielleicht Jigführung hier machen oder einfach durchziehen, Stop and Go. Wichtig natürlich immer gucken, dass man eben hier nicht aus Versehen im Baum landet, denn wenn man hier durch den Baum zieht, zack, hat man das verhakt. Und dann zieht man am besten die Bremse schön hoch. Am besten drückt man nochmal Shift, damit man auch möglichst das Maximum unten in der Actionbar rausholt. Denn jetzt kommt die rechte Maustaste zum Einsatz. Bam! Und losgeballert. Und dann gehen wir wieder runter von der Bremse. Also schön wieder ein bisschen runterziehen. Durch das Ruppen zieht sich natürlich die Actionbar nochmal richtig bis ans Limit. Das heißt, immer vorher so ein bisschen weniger einstellen, schon mal anruppen. Und wenn du dann siehst, okay, da bleibt am Ende trotzdem noch Luft, dann kann man nochmal eine Bremsstufe höher ziehen und bam, reißt man sich das Ganze im Idealfall los. Wenn du dir unsicher bist, am besten einfach reloggen und gut ist. Und dann läuft man hier einfach wieder hin, bevor man so ein 150 Silber
Köder hier verliert. Plus, da sind ja jetzt auch noch gute Haken drauf. Jeder Haken alleine schon 150 Silber. Also bin ich hier jetzt gerade mit 450 Silber Köder unterwegs. Kannst du nicht ausdenken. Alter Falter. Ja, das Eichhörnchen. Der Squid ist hier, der Squirrel ist hier gerade drauf. Und auf dem Squirrel habe ich auch noch die dicken, fetten Meereshaken 6-0er drauf geballert. 6-0er ist Maximum, dann nehmen wir doch das Maximum, denn wir wollen ja auch dicke Hechte. Und dicke Hechte fängt man mit dem Maximum. Dem Hecht ist das komplett egal. Der frisst das Eichhörnchen, egal was da für Haken dran sind. Bam, drauf damit. Und dementsprechend müssen wir das natürlich hier ausnutzen, wenn der da Bock drauf hat. Zack, dann raus damit. So, ich muss jetzt hier noch ein bisschen rumtesten. Jetzt heißt es, auf was hat er denn Bock? Hat er Bock auf schnell durchziehen und Stopp? Oder hat er Bock auf so langsam, Stop and Go? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Oder einfach so ein bisschen immer? Das ist jetzt die Frage, auf was stehen die Hechte denn hier gerade? Und was funktioniert? Bei mir gerade der erste war ausgeworfen, bisschen gezogen, Biss. Also, das ging relativ schnell. Das ging richtig schnell. Guck mal, der Darth Anakin heute komplett on fire, Alter. Der zieht ja hier die nächste Trophy. Seeforellen-Trophy. Alter Vater, er gönnt sich heute hart. Heute ist Trophy Day bei ihm. Sehr schön. Ja, jetzt heißt es, wie gesagt, testen und probieren. Im Moment bin ich vom Gefühl her eher so bei Tempo 30. Ja, guck mal, ging auch. Tempo 30, vielleicht eher ein bisschen langsamer. Bam. Und dann dafür eben so. Und dafür lieber nochmal einen kleinen Zwischenhalt machen. Und abwarten, was geht. Bam, der nächste. Na gut, der könnte jetzt um die 5 Kilo vielleicht haben. Ja, ziemlich genau. Also, das fühlt sich doch schon ganz gut an. Einfach jetzt dahin werfen, gar nicht so nah an den Baum. Und was ist es? Also Tempo 50, 1, 2 Umdrehungen. Und dann einfach hier so dran vorbeiziehen in die Kurve. Ich glaube, dann ist hier aber auch schon wieder vorbei, ne? Es ist aber auch ein Riesending, ne? Ein Riesenköder, Alter. So, nochmal raus. Und jetzt drehen wir hier. Bisschen treiben lassen immer. Wir machen jetzt das Eichhörnchen, was rüber schwimmt von der einen Uferseite zur anderen und dann verlassen ihn langsam die Kräfte und ich will weg. Lass mich ans andere Ufer. Und dann kommt der böse Hecht und snackt das arme Eichhörnchen einfach weg. Katastrophe, Alter. Ob man das auch so machen kann, immer wieder treiben lassen. Zack, 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 zack. Und dann wieder einfach aufmachen. Da müsste ich nicht wieder werfen. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Also wenn das klappt, werde ich das so weitermachen. Aber ich glaube, es klappt so nicht. Nee. Dafür muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter raus. Und da komme ich natürlich nicht so weit hin, ne? Aber es ist, glaube ich, ja, ich würde sagen, so gut wie alles gesagt. Also es gibt ja nicht viel zu erzählen. Ab zu dem Spot. Wir gucken uns gleich das, wie gesagt, nochmal vom Setup alles im Detail an. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon alles, ne? Also, mit dem großen Eichhörnchen hier unten an der Tunguska. Und dann hoffen, dass hier die dicken, fetten, hier ist es, wo diese Aussparung ist. Und dann eben hoffen, dass es reinballert. 42,131. Man muss ein bisschen runterlaufen, ja. Und dann einfach hier auf dickes, fettes Setup. Ich habe auch einfach direkt das komplett übertriebene Setup genommen. Muss man natürlich nicht. Wahrscheinlich kann man sich auch mit einer Jerkbait-Route hier hinstellen. Ist mit Sicherheit auch gut möglich. Vielleicht teste ich das gleich auch nochmal auf Jerk. Richtig große Jerks einfach verwenden. Und auch die nochmal durchziehen. Das Übliche fürs Hechtangeln natürlich. Das zählt natürlich genauso auch hier. Also Hecht immer in den Morgenstunden. Mittags ist immer ein bisschen Flaute. Also von 4 Uhr ungefähr anfangen. Dann hat man so ungefähr bis 11 Uhr eine ganz gute Frequenz. Dann ist bis circa, sagen wir mal 15 Uhr ist so erstmal so ein bisschen weniger los. Oder ab 15 Uhr geht es so langsam wieder los. Und dann
kann man weitermachen, so ungefähr bis 23 Uhr. Also das sind so die Zeiten, also Morgenstunden, Abendstunden, Mittagszeit ist immer so ein bisschen Flaute beim Hecht. Ja, und dann muss man eben testen und probieren. Kohlemäßig, ja, lohnt sich, muss man glaube ich gar nicht viel zu sagen, nachdem der Hecht vor ein paar Monaten nochmal wieder gebufft wurde, ist Hechtangeln einfach wieder richtig lohnenswert, weil eben auch schon die kleineren Hechte, so, ja, hier in diesem Bereich 2 Kilo rum, auch die bringen schon ganz gut Cash. Das war lange Zeit nicht so, da haben die ab 3 Kilo erst Cash gebracht, aber jetzt sind eben auch die kleineren schon ganz gut, deswegen kann man eben auch Hecht selbst an der alten Festung schon ganz gut angeln. Da lohnt es sich schon. Ja, ansonsten vom Setup werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick rein. Klar, hier komplett übertriebenes Setup, muss man natürlich nicht nehmen. Vor allem auch die Rolle, aber ich hatte halt keine dicke, passende Rolle, keine andere, wo dann auch noch so eine dicke Schnur drauf geht und ich wollte hier direkt die dicke Schnur, weil wer weiß, was da noch alles drauf geht. Gerade bei solchen Ködern können natürlich auch mal vielleicht Taimen draufballern. Wenn denn das Shitty Gall ist hier vielleicht mit 45 Kilo Stahlvorfach, naja, dann bist du da im Drill mit nur 30 Kilo Schnur. Und das war mir ein bisschen zu tricky, deswegen bin ich ja komplett übertrieben auch reingegangen. Und die Trophy war auch innerhalb von 10 Sekunden war die draußen, zack, 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 eben gezogen, fertig. So ist das Setup. Schön, die Nylonschnur. Übrigens, diese Nylonschnur ist absolut nicht hechtsicher, auch wenn die super dick ist. Diese Dinger werden instant durchgebissen. Das ist kein Fluorocarbon, auch wenn das super dick ist und sogar noch dicker ist als Fluorocarbon in geringerer Stärke. Also das ist leider nicht hechtsicher, auch wie gesagt, wenn das so super dick ist. Hatte ich schon probiert, gab es auch schon Feedback von RF4. Nope, ausschließlich für das Fluorocarbon. Kann man natürlich auch machen. Ich würde dann sagen, an der Stelle hier 55 Kilo Fluorocarbon. Zack, wäre dann auch durchaus nochmal eine Option. Und ansonsten haben wir das hier. 35er, ne, habe ich hier, doch, hier habe ich es. 60 cm. Das wäre dann nochmal eine Option. Also damit dann rauswerfen. Zack. Aber da gehen wir nochmal ein bisschen runter von der Bremse. Wobei das ist, ne, muss gar nicht, ne? Habe ich jetzt 55 Kilo, vorher waren es 45 Kilo Stahl. Aber trotz allem, wenn man hier so gezielt auf Hecht aus ist, dann kann man auch Stahl verwenden. Ich will ja eh nichts anderes. So, ich glaube, wir haben ja alles. Also ab zu dem Spot. Danke nochmal an Darth Anakin fürs Teilen. Sensationell. Und ich probiere jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich spiele jetzt hier noch ein bisschen an der Stelle. Jetzt haben wir gerade Mittagszeit. Aber ich probiere jetzt hier mit den Nagetieren, mit diesen Mäusen, nochmal verschiedene Führungsmethoden aus. Also langsam durchleiern, schnell und Intervall, schnell und treiben lassen und so weiter und so weiter. Spielen. Wir spielen jetzt hier einfach in diesem Spiel. Petri Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.